Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Genshin Impact. Ja, es ist wieder ein paar Tage her, seitdem Genshin kam. Okay, so viele nun auch wieder nicht. Aber, sorry. Mario und Rabbids ist abgedreht. Ich habe aktuell kein Projekt mehr auf dem Kanal, außer Genshin, was so ein Zwischendurch-Projekt ist. Und ich habe mir gesagt, ich hänge so weit in der Story hinterher noch. Und es kommt immer noch neue dazu, also... Bis Neujahr kommt jetzt erstmal nur noch Genshin auf dem Kanal, okay? Okay, genau, super. Aber ihr seht schon, neues Icon, das ist einfach nur... Jo, du hast eine lange Zeit nicht gespielt, komm noch mal wieder. Haben sie ein bisschen überarbeitet, was sehr schön aussieht. Und so. Also, wirklich wahnsinnig schön. Und hier wird uns gleich gesagt, womit wir weitermachen werden in der Story. Alle Charaktere sagen uns gar nichts außer Paimon und Ita, aber da geht's weiter. Das ist jetzt denn Kapitel 2 Prolog denn. Und aktuelle Figuren halt seine und Kamisato Ayato. Ich weiß, sagt absolut keinem von euch was, aber ist mir so egal. Aber mir fällt gerade, warum ist Lisa tot? Okay, gut. Holen wir mal Barbara. Holen wir mal Barbara, wenn Lisa tot ist. Jedenfalls. Also. Ich bin hier inzwischen Adventure Rank 30 hier. Stufe 30 ist ja das Minimum, um jetzt weitermachen zu können in der Story. Also machen wir das gleich. Ziel verfolgen. Und dafür müssen wir nicht nach Inazuma, sondern nach Liyue. Was irgendwie seltsam ist, aber wir müssen ja auch erstmal noch irgendwie nach Inazuma kommen. Die Inselnation, die komplett abgeschotten ist von der Welt. Also irgendwie müssen wir da schon hinkommen. Müssen wir sehen, wie. Ich natürlich weiß es schon. Ihr wisst es noch nicht. Ihr werdet es noch sehen. Aber es wird interessant. So viel kann ich sagen. Von allen Nationen, die wir bisher in Genshin haben, ist Inazuma vielleicht die ich am wenigsten vom Aufbau her mag. Versteh mich nicht falsch, Inazuma ist geil, aber dazu erkunden ist dreckig. Da fällt mir selbst Summono besser, die Nation, die danach kommt, und viele mögen die nicht so sehr. Are you okay? Paimon never imagined your sister would have sided with the Abyss. Oh, stimmt, damit haben wir ja letztens erst abgeschlossen. Hätte ich vielleicht noch mal erwähnen sollen, aber... Aber, naja, ich kann das immer noch nicht irgendwie so wirklich akzeptieren. Also, das ist immer noch seltsam. Well, keep your chin up. Danke, Paimon. Paimon believes in both of you. Ich weiß, dass ich an dich glauben kann, Paimon. And when the going gets tough, the tough get going. Right? Ja, da scheint aber immer noch einiges im Verborgenen zu liegen. Das war auch She said schlimm. we needed to reach the end of our journey. Paimon bets she still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Danke, Paimon. Kein Wunder, dass du meine Navigatorin bist. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... The Unknown Goddess, also die unbekannte Göttin, haben wir ja auch noch nicht gefunden. Also, ja. Und da oben das Jade gemacht, wie es wieder schwebt. Sehr schön. Oh, you mean the god that took your sister away in the first place? Genau die. You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Ja, ich brauche echt einige Antworten von ihr. Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Hat uns Rex Lapis bzw. Zhonglia empfohlen, sollen wir nach Inazuma gehen und mit dem Elektro-Archon reden. Also, lasst uns den Elektro-Archon finden. Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma.
Zhongli said it was a closed nation. Da sagt er We'll auch have to gesagt. find some other way in. Und wie kriegen wir das Why schon hin? don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Ich bin sicher, es gibt jemanden, den wir kennen. Ich bin mir da aber nicht sicher. Oh, Paimon's thought of someone already. Atsuko in Lua Harbor. She's from Inazuma. Okay, also Let's ein see Random what she NPC. has to say. Zeit für ein Gespräch mit einem Random NPC zu suchen. Kapitel 2 Prolog. Herbstwinde. Tiefrote Blätter, glaube ich, hieß es. So. Also, weiter nach da unten. Ich frage mich allgemein, warum habe ich mir gedacht, es wäre eine gute Idee, Genshin auf diesem Kanal zu bringen. Das Spiel wird nie enden. Wir sind jetzt im 3. Jahr. Weil wir sind, glaube ich, schon über der Hälfte inzwischen, was Story angeht. Aber es fühlt sich auch so an, als würden die Story hinter Story rausballern gerade einfach nur. Ohne Pause. Also ich habe das Gefühl, nicht mehr privat hinterher zu kommen. So. Also, weiter geht's, weiter geht's. Da hinten also. Ich will mir Stamina. Hi. Du bist. Ja, Random NPC. Du bist von Inazuma? Atsuko. Das sich auch so an. Oh. Ja, vielleicht. Hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? Wie komme ich nach Inazuma? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, there is a way, Great! Und der We wäre? came to the right person. but the chance of success is incredibly small. Was heißt das? Incredibly small. Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. Oh. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Then Oh. I blacked out. But to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Da hat dich jemand aus Liebe gerettet, oder was? Das hört sich an, als wäre Inazuma Nordkorea. Ah, that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Interessant. Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Chising. One Aha. of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. Oh, da werden die Spaß mit mir All haben. non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. Also, ja, es ist schon irgendwie ein zwingender Grund, weshalb ich dahin muss. Also, ja, ich brauche Antworten. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. Ach, die And Musik even ich if you sehe. did manage to find a way,
You'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? Es ist doch eine legitime Route für Fremde, oder? Rito, ist das so? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. Okay, das wäre. Wie komme ich dahin? The raft idea sounds a little on the dangerous side. Ja, das werde ich nicht machen. Paimon would definitely get seasick. Ich habe Raft That's not what I gespielt, also meant. nee. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. You're right. Paimon's sure Beto of all people will be able to get us there. Her Stimmt, crew Beto. is super strong. Dann But der Paimon Crux. wonders if she'll be willing to take the risk. Das scheint unsere einzige Option zu sein. Lass es uns versuchen. Also, wir werden es auf jeden Fall versuchen. The Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyun Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. Hi, hi, Paimon. Auf dem Weg. Und da hinten sehe ich ja schon die Crux. Und gut, dass ich da auch einen Teleportpunkt in der Nähe habe. Also, da würde ich echt nicht hinlaufen wollen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Halleluja, das wird ewig hier rüber zu laufen. Oh Gott. Ich weiß ja auch Gott sei Dank, wie man hier relativ gut hochkommt. Dazu muss man hier einmal rausgehen und dann hier den Wanderweg hochnehmen. Wer versucht in der Mitte hochzuklettern? Man kann es machen. Gibt aber halt auch einfachere Wege. Habe ich selber lange nicht gewusst. Aber naja, da ist die Crux. Können mich natürlich auch mit Kaya einfach nach Inazuma durchbridgen, aber ich glaube, das ist kein so guter Erfolg. Dann gleiten wir mal ein bisschen rüber. Ich hoffe, das reicht auch von der Ausdauer mit dem Schwimmen. Oh Gott, das wird knapp, habe ich das Gefühl. Einfach langsam schwimmen, okay, Leute? Langsames Schwimmen, aber auch deutlich weniger Ausdauer. Und das ist genau das, was wir jetzt nicht verbrauchen wollen. Ich werde an einer Ankerkette hochrennen. Klettern. Oder an diesem Seil da. Keine Ahnung, was das ist, aber meine Ausdauer macht mir gerade echt Angst. Bitte. Bitte. Oh Gott. Oh Gott. Okay, es sollte reichen. Oh. Das war knapp. Okay, ja, bitte. So. So, dann klettern wir hier mal das Seil hoch. Nämlich sicherlich ein schön entspannter Weg hochzukommen. Ich meine, so wie das Schiff gebogen ist, klar, ist es ein Schiff, aber sonst ist es nicht einfach. So, da sind wir auf der Crux. Okay, was ist denn da jetzt los? Du bist der Reisende. Was machst du hier? Ich suche nach Beto. Du sagst nach dem Captain? Du denkst ernsthaft, man kann einfach ganz nebenbei... Oh. Hey, komm mal her. Fesselt diese blinden Passagiere und verfüttert ihn an die Fische. Was sollen wir denn... Was soll denn der ganze Aufruhr hier? Dieser Störenfried hat sich aufs Schiff geschlichen. Fühlt sicher nichts Gutes im Schilde und ich dachte, ich sollte mich für Beto darum kümmern. Gut, das reicht jetzt. Hör auf, hier Leute zu erschrecken, sonst kriegst du noch Ärger mit Captain Beto. Ach, ich... Jetzt komm erstmal wieder runter. Und du, Eisener,
Was hast du mit dem Captain zu schaffen? Ich möchte nach Inazuma, aber möglichst schnell. Du willst nach Inazuma? Das Schiff? Ja, wie sonst? Flugzeuge gibt's ja noch nicht, oder? Dann solltest du lieber persönlich mit dem Captain reden. Sie ist an Bord. Genau, das hatte ich auch vor, aber dann habt ihr mich hergezahlt. Aber in letzter Zeit beschäftigt sie etwas sehr. Halte die Augen offen und versuch sie nicht zu stören. Alles klar, verstanden. Ich werde es versuchen. Wir liegen hier auch schon eine ganze Weile vor Anker, was zu einiger Verzögerung geführt hat. Wie wäre es, wenn du dich nützlich machst und auf dem Schiff nach Leuten suchst, die eine Hilfe brauchen? Oh, hi Beto. Mit dir wollte ich reden. Und wer ist der Typ mit den orangen Haaren? Oh, if it isn't the traveler in Paimon. I knew you guys would come. Wie mein? Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Und du bist? Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. Ist dieser Typ Bade, ist der Viventi drauf? Ich sehe Animo-Vision. Das ist Ventis Bruder. Das ist auch ein Bade. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other means of entertainment. Aha. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? Oh, wait. No, I can't argue with that. Okay, then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood Yeah. takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Wir sind Helden? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? Nö. The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. Aha. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. Immerhin. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. Ja, also ich muss schon sagen, ich habe keine Vision, also ich kann trotzdem Elemente kontrollieren. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Ich will nach Well, Inazuma. before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Aha. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? Wie kommt es, dass er keinen Besitzer hat? Was ist mit ihm passiert? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents.
and hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Ja, also ein göttliches Auge ist für mich echt uninteressant. Ich kann die Elemente auch so kontrollieren, also ja. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Yep. Well, why didn't you say so? Inazuma, no sweat. Okay, das war In einfach that als gedacht. case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. Ja, klar. Das war einfach. You just want him to take part in your tournament. Ich glaube, das ist es. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. Nett. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Also, ich weiß, dass ich es gewinnen werde. Also, lass es uns versuchen, Paimon. Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Okay. Ah, wegen der Vision, ja. Wegen dem göttlichen Auge. Okay, also jetzt soll ich nach da hinten gehen. Da ist das Kampfturnier also. Ah Gott, Leute. Jetzt muss ich hier an einem Kampfturnier mitmachen. Kampfturnier-Arc oder was? Typisch, ja, okay. Es wird aber auch interessant zu sehen, was denn im Genshin Anime kommt. Der wurde ja auch mal angekündigt. Okay, es wurde auch mal angekündigt, dass Genshin für die Switch kommt, oder das wird es nie. Aber es wird interessant zu sehen, was denn passiert. Ja. Weil der Anime soll ja dann die gesamte Geschichte von Genshin nacherzählen. Wo ich sehr drauf gespannt bin. Animation vom Trailer her sieht ja wahnsinnig gut aus, aber was kann man schon von dem Trailer annehmen? Die sehen immer gut aus, aber hier ist also das Turnier. Turnier-Arc gibt es ja immer im Anime gefühlt. Zumindest Before we in sign schon. up, let's see who the other competitors are. Ja, They das. said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Child. Oder auch bekannt als Detaglia, der Graf. Wer bist du? Hello, are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Ich will mich ja so ein bisschen umsehen. Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. Oh, Beto hat schon gesagt, ich darf teilnehmen. Sie will so, dass ich The teilnehme. Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Ja, Nobody wants to see that, right? nicht wirklich. Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Ein Freistil-Kampfturnier. Uh-huh. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. Naja. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been Nah. going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Oh. Then, the big guy pulled out a knife. Oh, I gefährlich. stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. Ja, klingt beeindruckend. Sagen wir es mal so. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course, but the fact remains that I did manage to subdue the both of them and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Oh, Ja. Uh-huh. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work.
Ja, ich meine, wir kämpfen gegen Drachen. Alright, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. Oh, okay, ja, der wird Sand fressen, ganz ehrlich. Onkel Jun, ich werde mit dir den Boden wischen, wenn du überhaupt so weit im Turnier kommst. Das hört sich einfach nur dumm an, was der gesagt hat. Was ist mit euch beiden? Hi there. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. Yep. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. yeah. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. Ich habe noch nie was von dieser Schule gehört. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. Aha. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? Das hört sich bescheuert It's a an. type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. Der hat zu viel Demon Slayer geguckt. Das kann ich sagen. Der hat eindeutig zu viel Demon Slayer geguckt, der Typ. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, Yeah. or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. Ist das denn überhaupt wirklich möglich? It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. Aha. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course! This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. Ich glaube, ganz ehrlich, das hört sich für mich mehr an, als würden die gescammt werden. Ganz ehrlich, das hört sich sehr nach einem Scam für mich an. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Also, eine Vision macht euch nicht gleichzeitig automatisch besser im Kämpfen. Es gibt euch nur die Fähigkeit, über eins der 7 Elemente zu kontrollieren. Nicht herrschen, aber kontrollieren. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. Naja, ihr habt wenigstens die richtige Einstellung. See you in the arena. Das sind allerdings gute Gegner. Die sind nicht so egozentrisch wie der da. Also ganz ehrlich. Ja, wisst ihr was? Scheiße. Hatte gehofft. Na gut. Aber es ist hier echt ziemlich voll. Also. Das sieht hier nach Preisen aus. Und das ist die elementarlose Vision. Aha. Naja. Mehr dazu allerdings würde ich sagen im nächsten Teil von Genshin Impact. Denn wir sind schon wieder an der Zeitmarke. Und ja, ich werde trotzdem immer noch nur ein Part pro Tag bringen. Also ganz ehrlich. Okay, vielleicht 2. Wenn ich gut gelaunt bin, wenn ich viel gemacht habe, schon vorbereitet. Ja, aber
Großteil meiner Zeit werde ich dafür nutzen, versuchen, Projekte fürs neue Jahr vorzubereiten. Ich habe da schon Ideen, ich habe da Vorschläge schon gesammelt. Ob ich die nun auch wirklich mache, ist eine andere Sache, aber ich bin in guter Dinge, dass ich die machen werde. Also, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Keine Ahnung, was noch. Kommentar. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal bei Genshin Impact. Ciao.